Hallo, hier ist wieder euer Inu-chan. Willkommen zum zweiten Teil meines Tutorials darüber, wie ich meine Crescent Rose gebaut habe. In Teil 1 habe ich euch ja schon gezeigt, wie ich die ursprüngliche Form meiner Sense gebaut habe. Da sie seit ihrer Erbauung aber einige Schäden erlitten hat, musste ich sie an mehreren Stellen reparieren. Welche Reparaturen ich vorgenommen habe und wie ich diese gemacht habe, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Dabei habe ich natürlich auch einige neue Materialien verwendet, wie EVA-Schaum und Warblers Finest Art, die ich zuvor noch nicht bei der Sense verbaut hatte. Denn wenn ich bei der Reparatur einfach alles wieder so herrichten würde, wie es zuvor war, dann wäre das ganze Video eigentlich ziemlich sinnlos, wie ihr euch sicher denken könnt. Kommen wir damit zu Punkt 1 des Videos, welche Teile der Sense habe ich repariert oder nachgebessert. Erstens dieses Teil auf der Rückseite der Sense. Eigentlich waren daran ja nur die Klingen zerbrochen, aber ich habe mich dann entschieden, das ganze Teil zu entfernen und komplett neu zu machen, da es mir so wie es war nicht gefiel. Als nächstes war der untere Teil des Stabs der Sense dran. Hier wurde die Pappröhre zerquetscht und musste ersetzt werden. Hierbei hatte ich zunächst vor, die alte Spitze an die Sense einfach wieder anzusetzen, habe mich dann aber dafür entschieden, die Spitze auch komplett neu zu machen. Dann habe ich dieses Teil auf dem Rücken der großen Klinge neu gemacht, da es leider zur Seite weggeknickt wurde. Und zu guter Letzt habe ich noch die Spitze der großen Klinge erneuert. Diese war zwar nicht beschädigt, aber da ich sowieso schon mal dabei war, dachte ich mir, kann ich die auch erneuern. Und damit kommen wir nun zu Punkt 2, welche Materialien und Werkzeuge habe ich benutzt. Anfangen werde ich dabei mit den Sachen, die ich vorher noch nicht bei der Sense verwendet habe. EVA-Schaumplatten, Plastidip, Warblers Finest Art, allerdings habe ich dabei mehr benötigt als diesen kläglichen Rest, den ihr hier sehen könnt. Etwas Styrodur, Holzleim, ein starkes Klebeband. Dabei habe ich jetzt aber ein anderes Klebeband verwendet als beim letzten Mal. Eine Heizpistole und eine Bandschleifmaschine. Und damit kommen wir jetzt zu den Sachen, die ich auch zuvor schon für die Sense verwendet habe. Das wären zum einen 1 cm dicke Depafit-Platten, eine Transportpapphülse für Poster mit 7,5 cm Innendurchmesser, einen Elektrotacker, Flüssigkleber, Acrylfarben, ein Teppichmesser und eine Holzpfeile und Metallraspel. Und hier seht ihr nochmal zusammenfassend all die unterschiedlichen Dinge, die ich für die Reparatur benötigt habe. Kommen wir nun zu den eigentlichen Arbeiten an der Sense. Begonnen habe ich dabei damit, dass ich dieses Teil von der Sense abgetrennt habe. Das abgetrennte Teil sah dann so aus. Dann habe ich die Form der roten Seitenteile auf eine Depafit-Platte übertragen und ausgeschnitten. Diesmal habe ich für diese Teile aber statt 5 mm eine 1 cm dicke Depafit-Platte benutzt. Außerdem habe ich nach dem Ausschneiden die Kanten mit der Metallfeile abgerundet. Danach sahen sie so aus, wie sie hier auf dem Bild zu sehen sind. Die Klingen habe ich dann aus Evaschaum ausgeschnitten. Evaschaum kommt zum Beispiel in Form dieser 1 cm dicken Yogamatten. Diese haben eine glatte Seite und eine Seite mit Maserung. Evaschaum ist sehr weich und biegsam. Unter dem Einfluss von Wärme, zum Beispiel durch eine Heizpistole, wird er formbar. Die ausgeschnittenen Stücke habe ich dann mit der Bandschleifmaschine an einer Seite schräg abgeschliffen, damit die Teile wie Klingen aussehen. Statt dem dicken Styroporblock, den ich zuvor zwischen die beiden Seitenteile gesetzt hatte, habe ich diesmal nur 2 EVA-Schaumplatten eingesetzt. Nachdem ich alle Teile aus EVA-Schaum ausgeschnitten hatte, habe ich diese mit Plastidip eingesprüht. Dies dient der Versiegelung und Grundierung des EVA-Schaums. Danach habe ich die EVA-Teile dann mit den Seitenteilen aus Depafit verbunden und diese Teile dann an der Sense angebracht. Zwischen den beiden Seitenteilen habe ich dann noch 2 Platzhalter aus Styrodur angebracht, wie man hier und hier sehen kann. Diese dienen vor allem zur Stabilisation. Nachdem ich das Teil dann mit Acrylfarben angemalt hatte, habe ich noch 2 kleine runde Scheiben aus Warbler ausgeschnitten und
und auf jeder Seite jeweils eine hier angebracht. Als nächstes habe ich mir den unteren Teil des Stabs der Sense vorgenommen. Dazu habe ich erstmal die alte Pappröhre von der Waffe entfernt und habe eine neue Pappröhre zurechtgeschnitten, sodass sie auf die Waffe drauf passt, wie man hier sehen kann. Um die alte Spitze aus DEPA-Fit zu ersetzen, habe ich eine neue Spitze aus EVA gemacht. Dazu habe ich die Spitze zweimal ausgeschnitten und dann jeweils die gemaserten Seiten zusammengeklebt. Anschließend habe ich die Kanten der Spitze von beiden Seiten schräg angeschliffen. Dann habe ich die Spitze in das Ende der Pappröhre eingesetzt und habe das Ganze wieder mit Plastidip grundiert. Dann habe ich die Pappröhre wieder auf das Ende der Nerfgun aufgesetzt und mit Klebeband befestigt. Dann sah das Ganze so wie auf dem Bild hier aus, nur ohne die Acrylfarbe. Allerdings habe ich diesmal ein anderes Klebeband benutzt. Dieses ist fast genauso stark wie das andere, hat aber den klaren Vorteil, dass es eine raue statt einer glatten Oberfläche hat, wodurch es die Farbe sehr viel besser festhalten kann. Da die Spitze aus EVA aber viel zu labil war, um die Sense darauf abstellen zu können, habe ich sie danach noch mit Warblers Finest Art ummantelt, um sie zu verstärken. Warbler ist ein thermoplastischer Kunststoff, das heißt, im kalten Zustand ist er sehr fest, aber wenn man ihn erhitzt, zum Beispiel mit einer Heizpistole, wird er sehr weich und formbar. Mit der Warbler-Ummantelung war die Spitze dann stabil genug. Diese habe ich dann noch mit mehreren Schichten von Holzleim grundiert. Als nächstes war dann das Teil auf dem Rücken der Klinge dran. Ähnlich wie bei den anderen Teilen vorher auch, habe ich dieses Teil dann entfernt. Ich habe die Form auf EVA-Schaum übertragen, habe das Teil zweimal aus EVA-Schaum ausgeschnitten und habe die beiden Teile jeweils mit der gemaserten Seite zusammengeklebt. Dann habe ich die obere Kante schräg abgeschliffen und habe das Teil mit Plastidip wieder grundiert. Danach sah das Teil dann so aus, wie es hier im Bild zu sehen ist. Danach musste ich es nur noch wieder an der Sense anbringen. Danach habe ich dann noch die Spitze der Klinge erneuert. Diese war zwar nicht beschädigt, aber ich dachte mir, dass sie schöner aussieht, wenn ich sie auch aus EVA-Schaum mache. Dabei bin ich wieder genauso vorgegangen wie bei den anderen Teilen auch. Also ich habe das Teil zweimal aus EVA-Schaum ausgeschnitten, habe die beiden Seiten zusammengeklebt und wieder eine Papphülse als Achse eingesetzt. Dann habe ich die innere Kante noch schräg angeschliffen, damit sie wie eine Klinge aussieht und habe das ganze Teil dann mit Plastidip grundiert. Nachdem ich dann noch alle Teile mit Acrylfarbe bemalt hatte, war ich fertig und dann sah die Sense so aus, wie ihr sie hier in dem Video sehen könnt. Und damit sind wir wieder am Ende des Tutorials. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie ruhig. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked es, teilt es, abonniert mich und den ganzen Quatsch. Denn demnächst kommen weitere Tutorial-Videos zu meinen anderen Waffen, die ich so angefertigt habe. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.